Hallo liebe Fliegerfreunde, dieses Mal anders als wie sonst, daheim vom Computer. Und ja, ich möchte heute einmal so ein Reaction-Video machen vom Flug von mir selber, den was ich gemacht habe am 10. August 2024 auf der Emberger Alm. Und da ist eigentlich so einiges schief gegangen. Und ich habe jetzt halt auf Instagram so eine kleine Fragerunde gemacht, ob ich mir das nochmal anschauen soll und einfach nochmal ein bisschen reflektieren soll. Ich bin jetzt halt auch kein Profi in dem, aber ich mir gedacht, wir probieren das jetzt halt einfach und ich schaue da jetzt halt einmal rein. Es war halt echt, okay, da bin ich schon wieder zweit. Es war echt, wenn man so schaut, ein wunderschöner Okay. Tag. Ich drehe da jetzt dort auf leise und da kann man halt ein bisschen Viere schauen und die Wolken waren echt ein Traum. Die Basis war jetzt nicht die höchste, wie man sieht, wenn man mit den Gipfeln da schaut. Ist jetzt nicht recht viel drüber gewesen, aber ich glaube auf 2,3 sowas war ja, 2,4 sowas. Und es war echt ein traumhafter Tag. Also das Video selber gibt es klar auf YouTube. Das habe ich im August schon hochgeladen. Nur habe ich an der besagten Stelle ein bisschen was ausschneiden müssen, weil sonst war es wahrscheinlich zu lang gewesen. Und ja, wenn man sich das anschaut, es war halt echt, der Tag hat echt super begonnen und es war echt eigentlich ein traumhaftes Wetter, super Flug. Der Flug war generell, ich glaube, das war einer meiner längsten Flüge mit 2,5 Stunden sowas und war wahrscheinlich nur mehr gegangen, nur ich war halt nach der Situation ein bisschen geschreckt. Und schauen wir sich das einmal an, was ich da so ein bisschen sage. Okay, da sage ich jetzt gar nichts. Ja, da bin ich am Kämpfen, dass ich raufkomme. Jetzt habe ich es dann wieder ein bisschen geschafft. Man sieht da hinten schon höhere Wolken, also Ja, und da oben schönes Steigen. der da drum hat ein schönes Steigen. Und ich bin noch immer am Weg. Und man sieht, ich fliege auch Man da schon muss sehr nicht knapp an der übertreiben, Basis, Matthew. aber ja, die Wolken waren halt jetzt halt nicht so hoch durchgeflogen und alles gut gegangen, hätte ich mal gesagt. Aber her, das geht trotzdem immer wieder bergauf. Ja, die Wolken sagt. Und das wird mir halt Hast du nachher noch da? zum Verhängnis. Ja, mal ein Handyvideo machen, ganz wichtig. Da sieht man schon die Wolken da, die ist halt schon sehr hoch. Und so, und jetzt hat noch ganz kurz Werbung in eigener Sache. Ich sehe immer, dass 70% von meinen Views den Kanal gar nicht abonniert haben. Und ich war euch sehr dankbar, wenn ihr mir helft, dass der Kanal ein bisschen wächst. Da unten jetzt den Kanal abonnieren druckt und dann schaffe ich hoffentlich bis Ende des Jahres endlich die 3000er Marken. Das was mir jetzt über. Jetzt geht's weiter. Ja, da sind die Wolken schon unter mir. Also ja, wie gesagt, ich habe sowas auch noch nicht gemacht, so ein Video wie jetzt. Ich rede jetzt halt einfach frei Schnauze und bitte verurteilt mich nicht, wenn ich da ein paar Sachen vielleicht sage, die was jetzt halt nicht komplett korrekt sind, aber schauen wir es einfach an. Genau, und jetzt gehen wir dann gleich einmal in den Flug rein. Perfekt, da habe ich ihn. Und da fängt halt Dass alles ich dir schon am mal. Anfang nicht die Nerven da nicht gehabt hab. Ja, da geht es gleich mal weiter. Und da fliege ich schon auf die Wolken zu, da sieht man es eh schon. Und brav weitergeflogen bin. Hui! Ja, und da war eigentlich schon mal der erste Fehler. Warum fliege ich direkt auf die Wolken zu und fliege nicht außenrum Richtung Tal? Da einfach Richtung, ich schätze mal, dass das Südseiten war, Richtung Greifenburg. Aber also ich sehe es jetzt gerade gar nicht, wo der Landeplatz ist, aber ich glaube, dass der Landeplatz da irgendwo ist. Da ist der Weißensee. Und ja genau, da ist der See. Da ist glaube ich der Campingplatz. Oder da. Egal. Jedenfalls hätte ich nur da rausfliegen müssen. Und dann war schon mal das erste Problem gelöst gewesen. Also, ja, weiter geht's. Okay. Ausgeflogen da ein bisschen.
Weg von den Wolken. Ich hätte es probiert. Ich hätte nur weiterfliegen müssen. 8 Meter im Geradeausflug. 8 Meter in Geradeausflug. Das war jetzt halt sicher nicht integriert, sondern das war halt einfach so eine Momentaufnahme, aber 8 Meter im Geradeausflug. Ja, und jetzt komme ich dann gleich zum nächsten Fehler. Das heißt Fehler. Ich hätte halt einfach von Anfang an rausfliegen müssen. Dann war das gleich von Anfang an gar nicht passiert. Aber ich glaube, wenn man in der Situation ist, und ich gebe offen und ehrlich zu, ich habe mich vorher einfach nicht wirklich damit beschäftigt, was passiert, wenn ich in einer Wolke eingesaugt werde. Oder was passiert, wenn ich halt jetzt in einer Wolke bin. Und im Nachhinein ist man immer schlauer, deswegen möchte ich ja jetzt halt irgendwie das Video machen, weil jetzt trotzdem eine Zeit vergangen ist. Und wenn ich mir das halt so auf Video anschaue, weiß ich, dass ich jetzt gewisse Sachen anders machen würde, aber in der Situation habe ich das einfach für richtig gehalten. Ob das jetzt richtig ist oder nicht, da waren sicher viele Sachen jetzt dabei, die was falsch waren, aber schauen wir uns das gleich einmal weiter an. 8 Meter in Geradeausflug. Ja, und jetzt probiere ich halt anlegen. Aber schaut mal, wo ich gegriffen habe. Ich habe halt einfach da herunten gegriffen. Ich hätte da her oben greifen müssen, dann hätte ich vielleicht ein bisschen ein Sinken gehabt. Aber 8 Meter im Geradeausflug ist halt mit Anlegen auch nicht mehr recht viel. Ja, möglich. Da geht es gleich einmal gerade weiter oder bergauf. Habe ich gleich gesehen, gleich die Ohren wieder aufgemacht. Dann natürlich gleich wieder der nächste Fehler. Ich habe versucht, dass ich mit den Spiralen anfange und ja, es war dann gleich einmal genug Kommentare, wie ich das Video veröffentlicht habe. Menje, was machst du? Spiralen in der Wolken, das tut man nicht. Und wie ich gerade gesagt habe, in der Situation habe ich geglaubt, dass das richtig ist. Ich habe mich halt einfach vorher nicht informiert und deswegen haben wir gedacht, wurscht, ich spiral da jetzt halt einfach an. Ich weiß nicht, wie viele Leute das von euch schon mal in einer Wolke waren, aber ich nehme an, dass trotzdem das schon hin und wieder mal vorkommt, aber du verlierst einfach komplett die Orientierung. Du kannst dir das nicht vorstellen, ob der Schirm jetzt halt vor dir ist oder ob der über dir oder unter dir ist. Du hast keine Ahnung, du verlierst komplett die Orientierung und eigentlich weißt du nicht, wo hinten, vorne, oben und unten ist. Ja, und jetzt fängt halt dann gleich einmal wieder der nächste Fehler an. Ich habe probiert, dass ich mit einer Spirale rauskomme. Da habe ich einfach nur versucht, mit meiner Innenbremsen irgendwie wild anziehen. Bin komplett nervös gewesen und es ist nicht runtergegangen. Man sieht, der Schirm ist nicht vor mir, also sprich, ich war jetzt halt nicht wirklich in der Spirale drinnen. Man sieht hin und wieder da ein bisschen Land, aber schauen wir sich weiter an, wie es weitergeht. Man sieht noch ein bisschen was, man hat noch ein bisschen eine Orientierung, aber man weiß, scheiße, jetzt geht es gleich einmal richtig bergauf. Ich versuche zum Spiralen und auf einmal wird es dunkel. Es geht einfach auf. Es geht einfach auf, ja. Und du bist machtlos. Und ich hätte einfach nur aufs Vario schauen müssen, Richtung Süden, Richtung Reifenburg fliegen und ich war aus der Wolken rausgeflogen. Es war so einfach gewesen im Nachhinein, aber in dem Moment habe ich es halt einfach nicht kapiert und habe probiert, dass ich da mit aller Gewalt runterkomme. Jetzt habe ich es kurz einmal realisiert, dass mit der Spirale nicht funktioniert. Ich glaube, ich drehe mich trotzdem, man sieht es. Da war ich wieder kurz draußen, freue mich, dass man wieder was sieht. Der Schirm ist halt einfach auch über mir, ein bisschen seitlich, aber es war halt keine gescheite Spirale und ja, sind wir froh, dass da nicht irgendwie der Schirm, keine Ahnung, Strömungsabriss mit 8 Meter Steigen. Es war jetzt sicher nicht die ganze Zeit 8 Meter Steigen, da war wahrscheinlich zwischen
keine Ahnung, 3 Meter und 8 Meter war wahrscheinlich alles dabei. Fakt ist halt, dass ich einfach nicht runtergekommen bin. Ich habe mir nachher die Daten vom Skytrack habe ich mir ausgesucht, die können wir sich auch gleich einmal anschauen. Und die habe ich dann in das Ding eingegeben, in das Sports Tractive Live. Und wenn man sich das jetzt einmal anschaut, also das war halt der Flug. Und da sieht man, und kann man da die Geschwindigkeit langsamer machen? Ai, na, weil ich nicht Zeit habe dafür. Da bin ich jetzt daheim. Das ist mein Wolkenflug. Und wenn man sich das anschaut, es passiert halt einfach irgendwas. Aber das war halt einfach irgendwas. Ja, switchen wir wieder um mit zum Video. Genau. Ai, ai, ai. Ah, Mein Herz, meine Angst. Hört sich das an. fuck! Ah! Also ich muss echt sagen, im Nachhinein kann ich lachen. In dem Moment habe ich echt nicht lachen können. Und bin echt froh, dass nichts passiert ist. Aber es war einfach, es waren mehrere Fehler, was ich hintereinander gemacht habe. Aber der erste Fehler war, dass ich nicht rausgeflogen bin. Jetzt bin ich da drinnen, in der Wolken. Jetzt versuche ich gerade, dass Ich ich. hab Angst. Ja, jetzt habe ich gerade versucht, dass ich noch beim Vario umschalte, dass ich sehe, beim Vierer Skytrax hat man eine Kartenansicht und da habe ich probiert, dass ich auf die Kartenansicht switch. Nur hat das in der Situation, hat mir das zu lang gedauert und ich habe geglaubt, umso länger, dass ich da jetzt warte, umso höher zieht es mir auf. Jetzt habe ich natürlich nicht gewusst, ich war halt orientierungslos und habe nicht gewusst, wo ist jetzt rausfliegen aus der Wolken. Ja, und deswegen habe ich da jetzt gesagt, ich habe Angst. Alter, ich hab Angst. Ja, und das habe ich wirklich gehabt. Ihr seht, es ist komplett dunkel. Und jetzt ziehe ich so richtig an. Jetzt haben wir gedacht, alles oder nix. Wieder Spirale, Vollgas. Ich habe nicht gewusst, ist der Schirm jetzt vor mir, ist er über mir, ist er unter mir. Und ich habe mich da jetzt schon langsam ein bisschen runtergekämpft. Also keine Ahnung, wie viel Sinken, dass man mit mit der Spirale hat, wenn man das irgendwo weg von Thermik macht. Aber ich glaube, da bin ich, keine Ahnung, mit 1 Meter sinken. Oder keine Ahnung, sollen es 2 Meter sinken gewesen sein. Jedenfalls komplett banal, komplett falsch. Einfach nur auszufliegen. Und ja, ich bin halt da mit der Spirale runter. Und das nächste Problem war, genau wo die Wolken war, drunter war der Landeplatz halt von der Emberger Alm und da sind halt ein Paragleiter nach dem anderen rausgestartet. Und ich habe effektiv nicht gewusst, ist unter mir irgendwer. Jetzt spirale ich da oben, weiß nicht, wenn ich rauskomme, sind da Leute auf der Basis. Also wenn ich da jetzt da oben spiral, ist da wer oder ist da keiner? Also ja, ich sag's jetzt offen und ehrlich, weil es war halt einfach ein Fehler nach dem anderen und da kann schnell einmal viel schief gehen. Und deswegen möchte ich das halt auch irgendwie ein bisschen da herzagen, weil man sieht halt auf YouTube immer alles, wie lustig, wie cool, wie schön. Aber da ist halt einmal was schief gegangen. Es ist Gott sei Dank nichts passiert, aber ich komme da jetzt halt auch schon langsam wieder aus der Wolken raus. Ah! Ich bin hier raus. Holy moly! Da, weg von da, Menü. Ah! Ah! Alter, ich zieh das. Ah! Alter, wie arg war das jetzt? Ja, wie arg war das jetzt? Also da ist glaube ich der Startplatz, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Sprich, ich war jetzt nicht komplett direkt über dem Startplatz,
aber halt schon in der Nähe, wo halt wahrscheinlich viele Piloten unterwegs sind. Gerade an dem Tag sind einfach 2 Busse mit, keine Ahnung, 40 Leuten, glaube ich, aufgefahren. Sprich, da waren 80 Piloten unterwegs. Also, ja, ich sage einmal Glück im Unglück, und dass da nichts passiert ist, klopfen wir auf Holz. Aber da, ja, man sieht, ich habe vorher gesagt, ich war auf der Basis bei 2300, da sieht man es jetzt 2400, war die Basis. Ja, wie der Flug weitergegangen ist, ich habe echt zittert vom kleinen Zeichen bis zu meinem letzten Haar auf dem Kopf. Ich wollte dann nur zum Weißensee um, das habe ich nicht ganz geschafft und bin dann landen gegangen. An dem Tag habe ich, glaube ich, meine Landebier sehr genüsslich getrunken und habe auch gleich im Nachhinein gewusst, okay, da ist jetzt halt eigentlich viel Scheiß passiert. Und ja, dann habe ich halt das Video geschnitten, ich habe das ein bisschen ausschneiden müssen, weil es waren halt echt, wir können sich das jetzt nochmal in voller Länge anschauen. Jetzt habe ich halt immer wieder auf Stopp gedrückt, aber das waren jetzt halt, das Video dauert 3 Minuten, sprich ich war 3 Minuten in der Wolken und habe nicht gewusst, wo ich hin muss und was ich eigentlich alles machen muss. Wenn ich das jetzt so verzögere, kriege ich sogar richtig wieder Schweißhände. Also ich habe mir letztens das Video angeschaut, also ich habe auf Instagram ein bisschen so geschaut und habe halt so gesehen, ein paar Leute, die was halt so Fail-Videos hochgeladen haben, und dann haben wir gedacht, okay, da war ja bei mir auch mal was. Und dann habe ich mir das Video wieder angeschaut und haben mir gedacht, eigentlich gestört. Und eigentlich sollte man ein Video drüber machen, wie man es nicht macht. Und sowas gehört halt auch gemacht. Und keine Ahnung, die Leute schreiben halt immer, das hast du falsch gemacht, das hast du falsch gemacht, das könnt ihr jetzt besser machen. Oder ganz einen anderen Ton halt, so richtig vorwurfsmäßig. Macht es einmal selber, wenn ihr in so einer Stresssituation seid. Und nicht immer da gleich einmal auf YouTube dazu schreiben, hey, das ist falsch, hey, das ist falsch. Also ich weiß, dass ich viel Fehler gemacht habe da, und ich weiß auch, dass ich das jetzt sicher anders machen werde, weil ich hätte nur da rausfliegen müssen und es war weg gewesen. Aber in der Situation habe ich einfach nicht dran gedacht. Ich habe mich halt vorher nicht damit beschäftigt. Ich habe mich mit vielen anderen Sachen beschäftigt, aber halt einfach mit der Sache habe ich mich nicht beschäftigt. Ja, und das ist mir dann fast zum Verhängnis geworden. Also es gibt sicher schlimmere Sachen, aber für mich war es in der Situation echt stressig. Unterm Strich schauen wir sich das jetzt einfach nur mal unkommentiert an. Weg von den Wolken. Acht Meter im Geradeausflug. Okay. Aber jetzt geht einfach auf. Boah. Oh, Spiralen. Da habe ich schon geglaubt, ich habe es geschafft. Geht. Und dann wird es wieder dunkel. Fuck. Ah. Leute, ich hab Angst.
Beine hinziehen. Oh. Alter, wie arg war das hier? Ja, ach je, ich sag's euch. Aber wir haben was daraus gelernt. Ich möchte euch das jetzt auch sagen, dass ihr auch daraus was lernt. Falls in die Situation kommt, birgt's gleich an, lasst es gar nicht so weit kommen. Abstand zu den Wolken halten, werde ich jetzt auch machen. Einfach gleich irgendwo ins Freie fliegen. Und dann kann man immer wieder noch Höhe machen. Dann kann man sich wieder antasten und kann man wieder zufliegen. Tja, in dem Sinne lernen wir was draus. Und sehen Sie jetzt beim nächsten Video hoffentlich wieder in der Luft. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sehen Sie.